Ich reiche dir die Hand und lass uns doch gemeinsam gehen. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zusammen mit Carmen in die Piratenbucht und unterwegs werden wir einiges zum Thema Beziehung erzählen. Eigentlich haben wir vor, hier mal durch die Gegend zu laufen, beziehungsweise nein, wir wollen eine Riesenrunde drehen. Wir sind eigentlich schon viel zu spät, ne? Ja. Bis runter zur Piratenschlucht und auf der anderen Seite wieder hinauf. Und wir wollen mal gucken, ob wir zwischendurch einfach ein bisschen quatschen können und euch ein bisschen erzählen können und euch ein bisschen mitnehmen können. Und dafür drehe ich gerade mal eben das hier um, damit ihr sehen könnt. Da unten wollen wir hin, da ganz... Das sieht man noch gar nicht so gut, ne? Hier ist so eine tierische Schlucht, wobei wir müssen da oben lang auf diesem Kamm und dann geht es da hinten steil runter und dann irgendwann vielleicht wieder hoch. Also wir müssen hier eher nach unten gucken, weil es nicht so eben ist. Ich kann noch mal die Kamera umdrehen. Oh, es ist hier so schön. Ja, und der Weg ist eben so und es geht jetzt hier erstmal nach unten. Erstmal gehen wir in die Schlucht hinunter. Genau. Deswegen dürfen wir ein bisschen achtsam gehen. Und dann kommt diese Begegnung zwischen uns beiden. Und wir sind beide eigentlich irritiert im ersten Moment. Und weder ich noch du waren darauf vorbereitet. Und dann hat sich ganz schnell gezeigt, dass es hier irgendwie um Beziehung geht, aber auf einer komplett anderen Ebene, als wir beide das je zuvor erlebt haben. Ja. Ja, und mein Gefühl ist auch, wir dürfen Beziehung wirklich, aber das hast du vorhin auch schon gesagt, immer ganz neu lernen. Ja. Ups, ja. Ja, und weißt du, was mir auch auffällt? Dass einfach die Angst weg ist, ne? Genau. Die Angst, dass jemand was sehen könnte, wie ich bin, dass jemand meine Unzulänglichkeiten sehen könnte, meine Fails, meine Schwächen, all das. Das ist sowas von gerade absolut nicht vorhanden. Ja, ich möchte das fast gar ergänzen mit diesem Gefühl, bei mir hat sich ja immer viel um die Daseinsberechtigung gedreht und wenn da einfach jemand ist, der einen so nehmen kann, wie man ist, das ist so wohltuend. Jetzt muss ich mal eben die Kamera umdrehen. Oh. Jetzt sind wir gerade wieder Das ist so genial. Ah, und da gucken wir da oben. Da steht, also ihr es sehen könnt, Carmens Auto. Meins sieht man nicht, das ist zu klein. Ah, da stehen wir. Da stehen wir jetzt schon ein paar Tage, weil wir einfach nicht kommen, weil das so eine tolle Atmosphäre hier ist. So, und da müssen wir jetzt irgendwie da oben durch und dann müssen wir auf der anderen Seite die Schlucht wieder hoch, also ziemlich steil, um dann wieder runter zu müssen. Ja, geht halt nicht anders, aber ist toll. Diese Insel ist so unfassbar. Also ich habe neulich hier eine Frau besucht, die hier lebt, eine Deutsche, aber die wohnt weiter im Norden. Auch, nee, ich weiß gar nicht, ob unbedingt höher, doch ein bisschen höher, glaube ich. Und ich bin da hingefahren. Ups. Und ich fuhr immer weiter und es war so wunderschön. Oh Gott, das war so schön und so grün. Und irgendwann fing das an. Das war so ein Nieselregen. Ich fand den auch ganz faszinierend. So einen Nieselregen kenne ich. Ich meine, ich komme aus Hamburg, da ist Nieselregen irgendwie an der Tagesordnung. Aber hier war der nochmal ganz anders. So ganz, ganz, ganz fein. Und es war strahlender Sonnenschein und dieser Nieselregen. Und ich bin da oben so die Berge gefahren, wo auch immer so Schluchten waren. Also es fühlte sich an wie greifbar, ein großer Regenbogen. Und hier auch so zu lernen, mit der Natur zu sein und sich nicht immer dagegen zu wehren. Okay, ich gebe zu, hier fällt das viel leichter als in Deutschland. Gerade jetzt, wo das da so kalt und dunkel ist.
Ja, aber wir haben uns eigentlich auch zwischendrin tatsächlich auf ein bisschen kältere Tage gefreut, weil man dann so ins Wohnmobil kuscheln konnte. Ja. Und haben wegen mir einen Arbeitstag eingelegt. Und jetzt wird wahrscheinlich, also bei mir zumindest, die Luft gleich ein bisschen Ich drehe auch nochmal die Kamera um, weil das jetzt wirklich hier auch nochmal so imposant. also hier gehen wir jetzt gleich so direkt da drunter. Und da oben dürfen wir durch. Durch diese Flucht. Genau. Fläche durch, ja. Ja. Ja, also diese Natur trägt auch unglaublich. Ah, je. Ja, wir lernen hier ganz bewusst zu genießen. Also viele von euch können das vielleicht schon, ich konnte das nie so gut. Ich auch nicht. Gut für meinen Körper sorgen, gut für Ernährung sorgen, gut für Bewegung sorgen. Da war vieles mehr so hauptsächlich erledigt. Genau, Und vieles Hauptsache funktioniert. funktioniert. Pflichtprogramm, Ja, ne? genau. Und das hat hier kompletten Genussfaktor und Freudfaktor angenommen. Und auch sowas von innen heraus. Also wir gehen eigentlich, außer heute, aber ich glaube, ich hatte heute Morgen keine Lust zu laufen. Wir gehen nämlich jeden Morgen joggen. Ja, das ist Und schon mal das erste. Körperübungen machen, meistens mit einer traumhaften Panoramablick. Also sich das schön zu gestalten. Mhm. Und dieses mit der Bewegung, das ist auch so ein Bedürfnis, was tief aus meinem Inneren kommt. Und ich habe früher immer, also sowas ja immer alles ignoriert. Und dann aber mir vom Verstand auferlegt, ich muss mich bewegen. Und das hat nie funktioniert. Und jetzt kommt das so alleine aus mir heraus. Ja, und für mich bist du ein wunderbares Zugpferd, weil ich mache es eigentlich gern, aber mir fällt der Anfang immer schwer. Und wenn da halt morgens die Tür aufgeht und die Irene steht draußen, dann weiß ich, oh, jetzt muss ich mich aber beeilen und will mich auch beeilen. Oh, ich muss hier nochmal umdrehen, die Kamera. Oh, es ist hier so cool und es geht da so steil abwärts. Also das ist auch schon immer so ein Genuss. So ein Genuss. Ja. Ja, und dann haben wir auch entdeckt, dass es schöne Plätze für die Gymnastik gibt, so auch wieder mit Meerblick. Und ich hasse Gymnastik, aber mit Irene macht es Spaß. Und ich merke auch, dass mein Körper sich tatsächlich beweglicher anfühlt, seit wir das so regelmäßig machen. Ja. Oh, ich merke, ich kriege jetzt schon Hunger. Aber ich weiß nicht, wie lange wir noch bis da unten laufen. Ja, das ist schon Bestimmt noch noch eine weit. Stunde oder so. Ja, und vor allem, wir müssen an den Rückweg, den wieder geht. Nee, da denke ich nicht dran. Okay. Ich denke nur an unser Feschbar. Feschbar sagst du, ne? An unser Feschbar. Das wird mich so aufbauen, dass ich das nach oben auch wieder schaffe. Mhm. Nee, aber es ist gut, dass du das sagst, weil das ist wirklich dieses... Also ich könnte mir jetzt schon den Kopf zerbrechen, wie ich da nachher wieder hochkomme. Mhm. Weil wir sind ja schon einmal gelaufen, es war so anstrengend. Und diesmal gehen wir noch einen anderen Weg, Ja, der ist glaube ich noch viel steiler. Aber da unbekannt ist es irgendwie nicht so schlimm, weil man die Vorstellung doch nicht so hat. Ja, und dieses aber auch einfach hier und jetzt zu bleiben. Ne? Mhm, Und ja. nicht in die Zukunft, weil Das haben wir uns auch ein bisschen abgewöhnt. Ja. und ich meine, das wissen die meisten, kennen das ja, ne? Im Hier und Jetzt bleiben und im Hier und Jetzt leben. Also das kenne ich ja auch seit Jahrzehnten, aber wirklich gelungen ist mir das nie, ehrlich gesagt. Und hier gelingt uns das mega gut. Ja, und da tun wir uns auch immer ein bisschen erinnern, Genau. wenn der eine oder der andere in was wegrutscht. Ja. Nach vorne weg vor allem. Weil dann, da macht man sich dann schnell Sorge über irgendwas, wie irgendwas gehen könnte. Anstatt mit dem zu gucken, was ist jetzt gerade da, mit dem man jetzt erstmal den nächsten Schritt machen kann. Ja, Und da helfen uns auch wirklich, das immer wieder in die Erinnerung zu bringen. genau, immer wieder hierher zurückzuholen. Und hier und jetzt ist ja gar nichts los, ne? Im Gegenteil, es macht gerade total Spaß. Und wir quatschen eh immer so viel unterwegs. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das jetzt einfach mal auf. Oh, jetzt geht es aber steil nach oben. Mhm. Okay, wenn mir die Luft wegbleibt, dann musst du weiterreden. Ja. Aha, 3,5 Kilometer wahrscheinlich der Playa del Jurado. Ja. Bis vielleicht... Und jetzt sind wir mal auf der Seite, die man sonst Genau. immer vom Wohnmobil Hier aussieht. waren wir noch nie. Nee. Auch wieder schön.
Ja, es ist ja eine gute Schule in Sachen Vertrauen lernen. Ne? Ja. Wirklich zu vertrauen, dass irgendwie gut für mich gesorgt ist, dass ich in Sicherheit bin und Ja, wenn wir ja gerade heute Morgen haben wir ja über das Thema Angst gesprochen, wo das nochmal so deutlich wurde, dass es ja auch nicht nur um die Angst, die in einem selber steckt, sondern auch die Angst vor dem anderen. Ja. Und dass man da auch so schnell Barrieren aufbaut, weil man den anderen gar nicht an sich ranlässt, weil man viel zu sehr Angst hat, überrannt zu werden, ja, übervorteilt zu werden oder was auch immer dann da für Ängste auftauchen, die man das gut kennt. warum auch immer das bei uns irgendwie ausgehebelt ist. Also es ist irgendwie so komplett, ziemlich von Anfang an. Ne? Es gab nochmal so ein, also zumindest bei mir nochmal so ein Gefühl, oh Gott, so ein Angstding, dass ich Angst hatte, dass du was über mich denken könntest. Ne? Und das war früher so eine klassische Situation gewesen, wo ich geflüchtet wäre. Also da hätte ich das auf sie projiziert und irgendwie Carmen ist doof und auch nee, mir ist das hier alles zu eng und ich muss jetzt hier mal weg. Und dann wäre ich woanders hingefahren. Also ich hätte irgendwelche Ausreden wahrscheinlich erfunden oder keine Ahnung. Und das Interessante ist da dabei, dann hätte sich nämlich mein Schmerz angetriggert von, ja, ich bin ja doch nicht wichtig genug, jetzt habe ich ja wieder den Beweis. Du bist verlassen sozusagen. Und dabei Ne? war es ihr eigener Stress, aber wenn sie wirklich gegangen wäre und hätte nichts gesagt, ja, dann wäre ich echt in meinem alten Film gelandet. Ja. Und daran sieht man ja, wie verdreht das alles ist. Und das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat und sich doch immer wieder berührt und verwickelt. Ja. Und wir waren jetzt so dankbar, das auszusprechen und da sich selber nochmal in allen Richtungen sehen zu können. Und für mich war das auch noch ein unglaublicher Lerneffekt zu sehen, das, was ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Also es ging eigentlich ganz konkret, kann ich die Situation mal sagen. Wir wollten irgendwas machen. Wir wollten irgendwie einkaufen gehen oder was. Und ich habe gesagt, noch 5 Minuten brauche ich. Dann können wir los. Und du warst, glaube ich, schon ziemlich fertig. Und dann habe ich aber gemerkt, die 5 Minuten reichen mir überhaupt nicht. Und ich gehe mal eher auf diese Seite, ist glaube ich besser. Die reichen mir gar nicht. Und ich habe einen tierischen Druck, es baute sich in meinem Innern, oh, ich muss mich beeilen, das muss ich nochmal, das will ich nochmal, das. Und sie wartet schon. Und so ist das sozusagen ein bisschen in mir eskaliert, aber gleichzeitig konnte ich neben mir stehen und mir das angucken. Also ich habe mich da nicht so komplett drin verloren. Das war auch in der Anfangszeit. Ja, es war in unserer Anfangszeit und das war halt, aber da ich schon ein bisschen geschult bin in diesen einen liebevollen, wohlwollenden Beobachter in mir zu installieren, konnte ich das eben gleichzeitig, während das so ablief, das beobachten. Und ich habe wirklich gedacht, dass sie ganz wütend und sauer ist, dass sie jetzt auf mich warten muss. Und ich war in einem totalen Stress. Ich habe mich wirklich in einen Stress gebracht. Und das war so schön, das nochmal zu merken, wie ich das selber mache. Also ich produziere den Stress. Und das war dann so toll, als ich Carmen davon erzählte, da war sie aber so völlig relaxed. Also was ich alles vermutet habe, was in ihr vorgeht, dass sie jetzt wütend wird oder ärgerlich oder genervt oder sauer, das war sowas von gar nicht. Und sie dachte, nee, ja, kannst du ja selber sagen. Ja, nee, ich stand wirklich nur da und habe weil das in einem Waldstück war, wo wir zuvor standen, ich habe total den Meerblick und das Grün der Bäume genossen in der Zeit, wo sie halt noch am Machen war. Und ich war völlig perplex, als sie mir dann erzählt, was in ihr da auf einmal losgebrochen ist. Aber das war so hilfreich, das so nochmal gegen zu checken, was in meinem Kopf abging, ob das überhaupt dem und in meinem Kopf abgeht, was vermutlich in ihrem Kopf abgeht, ob das überhaupt der Realität entspricht. Und das entsprach so gar nicht der Realität. Ja, und das ist so einfach die Realität mal abzuchecken. Ja, genau. Das, was in meinem Kopf vielleicht vorgeht an Filmen, das zu hinterfragen, ist es wirklich so? Ja. Und das ist so hilfreich zu merken, auch wie viele echt irrsinnige Filme wir im Kopf haben, die so weit weg von der Realität sind. Und so entspannend auch. Ja, es ist sehr entspannend. Und das ist gerade wie so ein Training oder wie so ein, ja, wir haben auch gesagt, wie Beziehung neu üben. Oder auch wirklich neue Erfahrungen machen und ja, neue Hirnstrukturen zu schaffen, quasi neue Prägungen, die diese alten, oft sehr dysfunktionalen oder destruktiven Strukturen und Muster, die wir haben, zu überschreiben. Und das braucht eben Wiederholung und deswegen sind wir, glaube ich, auch so lange so immer an einem Ort. Ne?
Aber ansonsten ist es für mich auffällig, wie lange wir gerne an einem Platz bleiben, weil es einmal so schön ist, mit sich selber zu sein, in einem für mich auch wirklich unglaublichen Genuss. Und dann immer wieder die Dinge auch gemeinsam zu machen. Und das, finde ich, hat so eine Ausgeglichenheit zwischen so dieses mit sich sein und mit dem anderen sein. Das ist so wie so ein schöner Rhythmus, der eigentlich keine Unterbrechung, keine energetische Unterbrechung hat. Ja, und das ist auch was für mich ganz Neues, weil ich oftmals mit Menschen, wenn ich mit denen gemeinsam irgendwas gemacht habe oder auch natürlich in meiner Beziehung oder mit Freundinnen oder ich weiß nicht was, wenn man gemeinsam im Urlaub ist, ich konnte das nie wirklich spüren, was brauche ich oder mir auch Zeit nehmen für Alleinsein. Ich glaube, diese Sehnsucht haben ganz viele, wirklich diesen Raum für mich zu haben. Und das konnte ich gar nicht wahrnehmen, weil ich das so gelernt habe und so trainiert habe von frühester Kindheit an, immer so die Antennen nach außen zu haben und immer beim anderen zu sein und zu spüren, was braucht der denn. Also es ist halt auch so ein tief geprägtes Muster, mit dem ich groß geworden bin. Und dann fällt das natürlich unheimlich schwer, in Gegenwart von anderen überhaupt noch zu merken, was brauche ich denn. Und das ist für mich auch ein ganz großes Lernfeld. Am Anfang habe ich ja gesagt, als wir hier zusammenstanden, wir sind hier in einem Retreat und wir dürfen hier wirklich was Neues lernen. Und es ist für mich wirklich nochmal neu in Gegenwart. Das habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt. Also am Anfang bin ich ja ganz alleine gereist und dann fällt mir das nicht schwer zu merken, was ich brauche, wenn da kein anderer ist. Und dies ist jetzt so Lernstufe 2.0. Ja, das sagt man ganz oft. Wie kann ich das in Gegenwart einer anderen Person lernen, bei mir zu bleiben und die Verbindung zu mir nicht zu verlieren? Das ist, glaube ich, das eines der wichtigsten Dinge, die wir gerade lernen. Im Beisein des anderen bei sich zu bleiben. Ich habe immer so ein bisschen Stress, wenn ich im Mikrofon reden soll. Und da haben wir ja auch schon eine witzige Geschichte hinter uns. Oh ja, die muss ich, glaube ich, gerade mal erzählen. Ja, ich habe ja so mein eigenes Business, das sich von der Irene auch ein bisschen unterscheidet. Und da gibt es eben auch gerade eine neue Version 2.0. Wollte dazu ein Video aufnehmen. Wir waren dann noch in dem schönen Waldstück. Und ich packe so alle meine Sachen zusammen zum das Video aufnehmen. In dem Wald mit schönem Licht. Und das hat auch alles gepasst. Und ich fange dann an. Ich muss noch kurz dazu zwischenschieben, dass ich an dem Tag auch mir vorgenommen habe, dass ich mein altes Video, das habe ich ja immer noch in der Pipeline, es geht um das Thema Angst. Und das war so schwierig und ich wollte einfach ganz neu anfangen und ein neues Video aufnehmen. Und das wollte ich auch an dem Tag machen. Ach ja, richtig, ne? Genau. Das muss man unbedingt dazu sagen, dass wir beide, ja sonst stimmt die Geschichte ja gar nicht. Nee, genau. Wir hatten beide am Morgen entschieden, jeder macht seine Videos. Irene macht sie bei sich und ich habe mich für den Wald entschieden. Aber in Sichtweite zu Irene. Auf jeden Fall, ich packe meine Sachen zusammen, gehe in den Wald, fange an und sehe dann so ein bisschen Irene, weiß gar nicht, was sie gemacht hat sie irgendwie noch was gelesen und an was rumgekruschelt und dann habe ich weitergemacht. Und es hat bei mir irgendwie nicht so richtig geklappt und ich war so unzufrieden mit dem, was ich da produziert habe. Und dann gucke ich mal irgendwann wieder zu Irene, ja, die hat noch nicht einmal angefangen, ich wurde immer angespannter. Und dann sehe ich, endlich fängt sie an, nachdem ich schon 2 Stunden mich abgequält habe und ich habe, glaube ich, schon da 20 Videos gemacht und keins war was. Dann packt sie ihr Stativ aus, ihre Kamera aus, setzt sich in den Stuhl. Ich war weit weg, ich konnte nicht hören, was sie spricht, aber sie hat dann, keine Ahnung, 20 Minuten gesprochen, packt wieder ein, alles erledigt. Und naja, ich muss dazu sagen, also ich habe, glaube ich, 2 Anläufe gebraucht. Also 2 Aufnahmen vorher habe ich gemacht, die gefiel mir nicht, aber nur ganz kurz. Und dann der 3. Anlauf, das ging aber wirklich ganz schnell. Ja. Also, und in der Summe waren es, glaube ich, fast 4 Stunden, wo ich da im Wald war. Und dieses Szenario von Leichtigkeit miterleben musste und selber am komplett verzweifeln war, weil es mir so schwer fällt, so in die Kamera zu sprechen. Und irgendwann kam die Irene und sagt, was machst du eigentlich hier? Stunden und dann später stieg mir schon der Kloß im Hals hoch. Und dann sagt sie, da im Nachbarort ist heute Tanz, soll man nicht tanzen gehen? Und
ja klar, machen wir, aber ich war irgendwie total gedämpft und das hat die Irene natürlich gemerkt. Und dann sind wir irgendwie, haben wir es dann auch besprochen und dann kamen die Tränen und ich war echt so am Verzweifeln und dann hat mir die Irene eine sehr, sehr schöne Reflexion gegeben, wie ich da überhaupt in die Entspannung komme. Und das hat natürlich mit alten Geschichten zu tun, sich sichtbar zu machen. Das ist so ein schwieriges Thema, wenn man das nicht von Kindheit an kennt. Und diese Sichtbarwerdung, das ist bei mir wirklich so ein großer Stolperstein. Und da hat Irene mir einfach wunderbar geholfen und wir haben ein bisschen was meditiert und was in meinen Körper gebracht. Und das ist wie wenn der Schalter umgelegt wäre. Und jetzt, ich habe dann am nächsten Tag dann nochmal probiert und dann ging das schon so viel besser. Und jetzt so hier beim Spazierengehen habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich da Stress haben kann. Und das hat sich so gewandelt, aber ich musste da echt nochmal volle Lotte durch den alten Schmerz und den alten Widerstand. Und wäre die Irene nicht da gewesen und ich hätte das alleine erlebt mit mir in dieser Verzweiflung, ich hätte es in die Ecke geworfen, es hätte wieder 2 Jahre gebraucht, bis ich es dann vielleicht nochmal versucht hätte. Das war Carmens Idee eigentlich, ne? Dass wir sowas wie ein Interview machen können. Ja, ne? genau, das war dann das andere noch. Und heute Morgen, als wir dies mit der Wanderung hatten, da hatte ich plötzlich die, ach, vielleicht können wir das einfach mitnehmen und das unterwegs machen. Das macht das so viel. Ja, aber der Moment, wo ich zu dir jetzt, deswegen möchte ich es so gerne erzählen gerade, Ja. wo ich dir sage, du bist ja auch ein manifestierender Generator, der es einfach mal schnell umsetzt. Und dann hast du dich zu mir umgedreht und gesagt, ja, das ist mir so ein tiefes Bedürfnis, anderen einfach die Hand zu reichen. Und da kam mein Kloß hoch. Ja, das war aber im Vorhinein, hast du gesagt, hast du manchmal das Gefühl, ich mache immer alles und dass du mir zur Last fällst, dass ich dich so mitziehe. Ja, ach ja, das kam auch. Das war das, ne? noch, Und da habe ich genau. gemerkt, nee, es ist für mich gar keine Last. Nee, und Es ist eher so, ich reiche dir die Hand und lass uns doch gemeinsam Ja. gehen. Und das, in mir ist jetzt gerade so eine Beseelung, so empfangen zu werden und so willkommen zu sein im Herz von jemand anderem. Und das hat mir gerade vorhin schon wieder die Tränen in die Augen getrieben, weil das auch so alt ist, dass man da immer Vorbehalte hat und jetzt ist einfach da. Oh, Aber doch, es war ja schon der Wegweiser. ja, aber hier, oh, die sind noch grün, warte. Hier ist ein Orangenbaum. Wobei, da ist doch da oben. Grün, hier hat es grün. Ja, und hier geht's jetzt, mal gucken, jetzt kommen wir hier in die Wildnis. Und hier hat es ein paar Bananen. Da, wo wir letztes Mal gelaufen sind, das ist mir gekommen. Oh ja. Oh Gott, ja, diese Serpentin. Ich hätte beinahe Terpentin gesagt. Nein, das heißt Serpentin. Oh, ich kann das nicht so. Wow, das wird jetzt hier ja ein Pfad. Okay. Das heißt wieder ein bisschen achtsam sein. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das Das hat schön. sich so gelohnt, das zu Oh, machen. toll, dass wir das machen. Oh Gott, guck dir das an. Da müssen wir runter. Oh Gott, wie kommen wir denn da runter? Ja, das wird steil noch. Ich Ui, weiß ui, genau, wo ui, wir ui, runter ui. müssen. So, ich hoffe, meine Kamera überlebt das hier. Mein Handy überlebt das. Oder besser gesagt, ich überlebe das. Aber da sind Carmen, da sind wir beide uns auch relativ ähnlich. Wir lieben das Abenteuer. Ja, wir lieben das Abenteuer. Und immer wenn es irgendwo mal einen Abzweig gibt, irgendwo in die Pampa, wollen wir den lang gehen? Ja, ich liebe das an dir. Dass ich da nicht zweimal fragen muss, sondern manchmal bist du auch schneller und gehst einfach sonst. Dass es da so gar keinen Unterschied gibt. Also wir dürfen jetzt hier ganz nach unten gehen und dann auf der anderen Seite wieder ein ganzes Stück hoch. Um dann wieder runter zu gehen, um in die Piratenbucht zu kommen, wo denn der Rückweg startet, glaube ich zumindest. Ja, Ne? der zweite Parkplatz, der untere Parkplatz, ab da geht es dann hoch. Und diese Blümchen hier. Oh, ist das schön.
Ich glaube, ich kriege Blasen vom Halten des Handysticks. Boah, hier sieht man jetzt wirklich dieses helle Grün so schön, ne? Ja. Oh. Und da das schöne Blau. Also diese beiden Farben hier immer. Ist mega. Und hier sind wieder diese komischen Metalldinger da. Ah, ja, weißt du, da unten sind ja Häuser. Jetzt kommen wir Ja, die haben da Strom. Also einmal läuft da Strom und dann ist das aber auch wahrscheinlich ein Transportding, ne? Ja. Aber wie willst du denn das alles runterbringen? Ja. Ja, bevor die Sonne hier ganz weg ist, doch sie ist eigentlich schon verschwunden, möchte ich gerne noch eine Ankündigung machen. Und zwar werde ich am 23. Februar abends wieder ein Live-Event anbieten. Dieses Mal wird es wahrscheinlich auch ein Thema geben. Von der Angst über die Unsicherheit zur Sicherheit, raus aus dem Überlebensmodus. Und wenn dich das interessiert, unter dem Video in der Videobeschreibung findest du Infos oder einen Link. Da kannst du dich melden, wenn du teilnehmen möchtest. Ich werde das wieder auf Spendenbasis anbieten. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.